Auch heute heiße ich wieder alle Car-System- und Open-Car-Freunde ganz herzlich willkommen bei Kuvenau. Schön, dass du dieses Video wieder angeklickt hast. In der Folge 10 habe ich dir ja gezeigt, wie man hier solche Messingladespiegel an das Fahrzeug anbringt, um die Fahrzeuge laden zu können, wie das zum Beispiel das Miniatur Wunderland in Hamburg macht. Jetzt weiß ich aber, dass nicht alle Car-System-Anwender diese Vorgehensweise umsetzen wollen oder auch vielleicht nicht können. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, auf die Gründe, sondern diese Anwender nutzen immer noch die ganz normale Version, wie das Faller vor Jahrzehnten schon mal eingeführt hat. Und zwar, dass wir hier im Unterbau eine Ladebuchse haben, wo man dann einfach ein Ladegerät anschließen können. Und genau um diese Buchse dreht es sich heute in dem Video primär. Zum Schluss zeige ich dir noch, was ich für einen Aufwand gehabt hatte, bis diese Pritsche hier wieder auf dem Fahrzeug drauf war. Bevor wir jetzt allerdings loslegen, solltest du noch ganz kurz hier unten rechts unter dem Video auf den Abo-Button klicken und die Glocke aktivieren. Denn nur so verpasst du mit Sicherheit kein Video mehr. Ja, Ladebuchse. Wie du unschwer erkennen kannst, ist diese Ladebuchse jetzt wesentlich größer als das, was wir standardmäßig von der Firma Faller kennen. Normalerweise ist es ja so eine dreipolige Buchse und die hier, die ist ein bisschen länger, die hat nämlich hier hinten nochmal einen zusätzlichen Pin. Das kommt ganz einfach über das Open Car System, denn beim Open Car System kommt es ja von Zeit zu Zeit immer mal wieder vor, dass wir irgendwie ein Firmware-Update machen müssen. Und da hat sich einfach das Open Car System gedacht, das Entwicklerteam, wenn wir hier schon so eine Buchse haben, dann tun wir die einfach hier noch um einen abgesetzten Pin erweitern und dann können wir hier einfach unser Update-Kabel anschließen. Ne? Und deshalb ist jetzt hier auch diese Buchse wesentlich breiter als das, was wir hier im normalen Car-System-Fahrzeug kennen. Diese Buchsen kriegt ihr zum einen fertig in der Größe vorkonfektioniert im Fichtelbahn-Shop oder ihr macht es ganz einfach, so wie ich das gemacht habe. Habe bei eBay nach solchen Stiftleisten gesucht. Den Link dazu stelle ich euch wieder unten in die Videobeschreibung rein. Und da habe ich mir jetzt einfach mal so 4x40 Pin, so 4x40 Pin Ladebuchse gekauft. Da fehlt jetzt halt schon das Stück, was hier in dem Fahrzeug ist. Und also ich sage mal, wenn ich mir so ein Stück kaufe, das hält eine ganze Reihe an Fahrzeuge. Wenn ich immer nur 5 Stück brauche und das sind 4x40, boah, das gibt mal vorneweg 10, 12, 13, 14, 15 Autos. Ich rechne es jetzt nicht genau nach. Also so könnt ihr das auch machen. Bleibt euch überlassen, was ihr da macht. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Teil hier eingebaut habe. So. Unser Open Car Update Kabel ist ja 5-polig, wie mit Sicherheit der ein oder andere weiß. Und deshalb brauchen wir hier jetzt halt auch 5 Pins. Die schneide ich jetzt einfach mit so einem Seitenschneider hier ab. Dann machen wir 3, 4, 5, so. Dann machen wir einfach mal so durch. Und dann haben wir unsere 5 Pins. So. Einbauen möchte ich diese Lade- und Update-Buchse ganz hier hinten quasi, so von hier oben durch. So möchte ich die einbauen, dass die jetzt hier unten rausguckt. Hat einfach den Vorteil, oder aus dem Grund einfach, wenn ich dann später die Pritsche hier drauf mache, ich lege sie jetzt gerade mal so ein Stück drauf. Ich habe das nämlich im Vorfeld schon mir angeguckt. Dann steht hier meine Pritsche hier hinten ein Stück über und dann kann ich quasi hier mit meinem Update-Kabel einfach so von hinten dran fahren. Das heißt jetzt also, wir müssen jetzt irgendwie hier uns eine Aussparung schaffen, damit wir das Teil hier einbauen können. Dazu werde ich jetzt als erstes mal mit einem Bleistift, einfach mal hier meine Update-Buchse so hinlegen. So ungefähr in der Position. Und werde jetzt hier mal so mit dem Bleistift hier neben links und rechts so Striche machen. Dass ich einfach weiß,
Wie lang ist eigentlich meine Update-Buchse? Von der Breite her, ja, da kann ich es ungefähr abschätzen. Ich würde mal sagen, ungefähr so breit. Auch hier gilt halt wieder, lieber am Anfang ein bisschen weniger rausschneiden und dann nacharbeiten, wie einmal gleich, sage ich mal, mit voller Kapelle hier vielleicht rangehen und ein riesen Loch reinmachen und wir kriegen es am Ende dann wieder nicht fest. Zum Rausschneiden von diesem Ausschnitt verwende ich wieder die kleine Proxon-Maschine mit unserem Sägeblatt, unserem dünnen 0,1 mm ist es, glaube ich, oder 0,3 mm Sägeblatt. Auch wieder von der Drehzahl her maximal so die 6000. Das hat sich so in der letzten Zeit immer als praktisch erwiesen. Und jetzt setzen wir halt einfach mal die Maschine hier vorsichtig an und schneiden hier einfach mal rein. So. Jetzt haben wir hier 2 Schnitte drin. Und jetzt müssen wir natürlich das wieder rausarbeiten. Da gehe ich jetzt einfach mal her. Das gibt ja schon relativ gut nach. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier unsere LEDs nicht kaputt machen. Da kann man jetzt auch mal wieder den Seitenschneider nehmen. Jetzt brechen wir das einfach mal hier so aus. Jetzt sehen wir schon, hier hinten ist es genau bündig. Natürlich ist das jetzt immer noch zu schmal hier. Ne? Da müssen wir jetzt nochmal nacharbeiten. Auch hier ist halt auch wieder zum Beispiel dieses Messer hier wieder optimal geeignet dafür. Ja, deshalb kann man auch mit dem Messer hier weiterarbeiten. Jetzt müssen wir halt hier gucken, wo passt es schon. Na, es passt noch nirgends. Dann können wir jetzt ja auch mit dem Messer hier so vorsichtig, so scheibchenweise das Ganze hier runterarbeiten. Da brauchen wir jetzt keine Maschine mehr. Oder man geht einfach her und kratzt hier so mit dem Messer hier oben drüber und tut quasi das so stückchenweise abschaben. Natürlich kann man da auch eine kleine Schlüsselfeile oder sowas nehmen. Das muss halt am Ende dann auch wieder jeder selbst für sich rausfinden, welches Werkzeug er da jetzt am besten verwendet. Ja, da kann ich euch jetzt nicht sagen, das Werkzeug ist das ist das Einzige, was ihr hier nehmen könnt. Ja. Jetzt sieht man zum Beispiel hier in der Mitte, sieht schon relativ gut aus, an den Rändern fehlt halt noch ein bisschen was. Ja, machen wir nochmal hier noch ein kleines bisschen was weg. Jetzt müssen wir halt hier noch in den Ecken das auch noch sauber machen. So. Und zum Schluss, sage ich mal, damit ich jetzt diese Fläche hier ein bisschen eben kriege, gehe ich halt nochmal mit der kleinen Schlüsselfeile drüber. Ich tue das einfach nochmal hier ein bisschen plan machen. So, na, jetzt ist der Ausschnitt auch ein bisschen größer geworden, aber okay, das geht noch. Und jetzt werden wir das einfach von hier hinten einkleben. Auch hier mache ich es so, dass ich jetzt nicht gleich den Kleber drauf mache und dann das versuche da hinten anzukleben, weil ich gebe euch Brief und Siegel. Bis ihr das hier unten ausgerichtet habt, ist euer Kleber schon fest. Deshalb gehe ich lieber her und richte jetzt erst das Teil hier aus, so dass es sauber hier unten drin steht. Und dann im Nachgang gehe ich her mit meinem Schraubenzieher. Und jetzt gehe ich her und fixiere das Teil hier hinten neben etwas mit etwas Kleber.
Und auch da gucke ich jetzt nochmal, dass es sauber sitzt. Ja. Und auch hier ein bisschen fixieren. Ja, als erstes ist immer wichtig, fixieren. Damit es eben nicht mehr verrutschen kann. Wenn es mal fixiert ist, danach kann ich es verkleben. Jetzt ist halt auch wichtig, dass man das Ding gut befestigt, weil sonst, sag ich mal, da ist halt dann, da baue ich dann doch schon ein bisschen Kraft auf darüber, wenn ich da ein Kabel rein und raus stecke. Deshalb ist es halt wichtig, dass das Teil jetzt gut festgemacht wird. Ich würde sagen, die Buchse ist fest genug. Und wie ihr sehen könnt hier, hat ja unser OpenK Update Kabel, ist ja hier ein Pin weg. Ja, weil das ist das ist so ein Index-Pin, damit wir das Kabel nicht verdreht einstecken können. Und damit mir das hier auch nie passiert, weil ich will ja später, wenn meine Britsche so auf dem Fahrzeug drauf ist, will ich das Kabel von hier einstecken. Und damit ich das quasi nie in Versuchung komme, das so rum einzustecken, gehe ich jetzt quasi her und tue diesen Pin mit einem Tropfen Lötzinn gleich verschließen. Lass da einfach jetzt ein bisschen Lötzinn reinlaufen in den Pin und somit ist der zu. Ja, und ich kann gar nicht mehr das Kabel so rum reinstecken, sondern bin immer gezwungen, das Kabel automatisch so rum einzustecken. Das ist der ganze Trick dabei. So, jetzt haben wir auch das Teil drin und jetzt sind wir eigentlich so weit, damit wir hier unsere Britsche auf dem Fahrzeug montieren können. Ne? Und das wird jetzt richtig lustig. Denn, ja, wir müssen jetzt hier alle Drähte nach innen bringen. Und oh, da kommt richtig was zusammen. Wir haben ja hier unsere seitlichen. Wir haben was von vorne. Und. Heißt also, wir werden jetzt hier hinten auch nochmal hier. Und natürlich haben wir auch noch die Drähte von den Seitenmarkierungsleuchten. Ja, Seitenmarkierungsleuchten. Heißt also, auch hier vorne werde ich jetzt nochmal hier in der Mitte ein Loch bohren, wo später quasi wo jetzt dann die Kabel reinkommen von unserem vorderen Teil. Und jetzt hilft uns alles nichts. Wir müssen es irgendwie drauf machen. Oder, naja, was heißt, wir müssen es irgendwie drauf machen? Wir müssen jetzt halt irgendwie gucken, wie kriegen wir hier unser ganzes Geraffel nach innen. Schauen wir mal, wie gut das gelingt. Ba ba da ba
Ich bin begeistert. Sie ist drauf. Juhu. Und ich muss sagen, man sieht die Drähte so gut wie gar nicht. Ey. Ich bin begeistert. Ja, wenn ich das jetzt alles hier noch so ein bisschen nach oben hänge und noch mal ein bisschen straff ziehe, ich glaube, dann sieht man da später sowieso nichts mehr. Und jetzt, ja, müssen wir halt das Ganze noch irgendwie festmachen. Jetzt werden wir halt hier unten, sag ich mal, an der Stelle ein bisschen das Ganze verkleben. Viel mehr Stellen haben wir ja da gar nicht mehr. Und im Prinzip auch hier hinten, ich meine, da wo ja der Auflieger auch in die Bohrungen reinkommt, mache ich auch ein bisschen Kleber hin und drücke ihn da auch nochmal fest. Und schon ist unsere Britsche wieder drauf, fest. Und ich muss sagen, also irgendwie, ja, fällt mir das richtig gut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Wie immer hoffe ich, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.